Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch passend zum Sommer, zu den sommerlichen Temperaturen, eine erfrischende Zitronen-Joghurt-Torte. Und diese Torte ist so ganz besonders, weil sie eine wunderbare, leckere Zitronen-Joghurt-Creme hat. Super erfrischend mit Götterspeise. Das ist das ganz Besondere und der witzige Kick bei dieser Torte. Man kann sie auch noch mit etwas Limoncello verfeinern. Also die Torte bietet unglaublich tolle Möglichkeiten für eure nächste sommerliche Kaffeetafel oder für eine Party im Garten. Das alles ist ja jetzt in Grenzen zumindest wieder möglich und darüber freuen wir uns ja natürlich alle sehr. Ja, wir starten gleich mit der Zubereitung der Creme, denn für diese Torte braucht ihr wie immer meinen hellen Biskuit. Den dürft ihr euch gerne wie immer am Vortag backen und dazu ein paar Zitronenzesten in die Masse geben. Alle genauen Mengenangaben und das Rezept zum Ausdrucken findet ihr wie immer bei mir auf dem Blog zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Ich verlinke euch den hier oben auch auf dem kleinen i und ich schreibe ihn euch wie immer in die Infobox. Dort findet ihr auch alle anderen wichtigen Angaben. Ja, wir starten gleich mit der Zubereitung der leckeren Joghurt-Sahne-Zitronencreme. Wie immer starten wir mit dem Festigungsmittel und zwar habe ich mir die Gelatine schon in kaltem Wasser eingeweicht und stelle sie mir gerade beiseite. Und wer Agar-Agar verwenden will, der kann das Ganze jetzt auch ganz gut einfach mit 50 ml Wasser aufkochen. Dann ist das Agar-Agar schon fertig und dann kommt der Rest des Rezepts dazu, nämlich die 400 ml Wasser. Die gebe ich mir jetzt in einen Topf. Die 100 Gramm Zucker und einen Beutel Zitronen-Götterspeise. Das Ganze einfach schön verrühren und erhitzen. So, und wenn das Ganze so ein bisschen warm ist, es muss wirklich nicht kochen, einfach nur, dass sich der Zucker auflöst und dass es so ein bisschen sich anwärmt, können wir ausschalten. Und die Gelatine ausdrücken. Einfach so zwischen die Hände nehmen und das überschüssige Wasser ausdrücken. Dieses Wasser hier benötigen wir nicht, das wird weggegeben. So. Und da unsere Flüssigkeit jetzt schön warm ist, wird sich die Gelatine auch ganz einfach darin auflösen. Die geben wir jetzt einfach hier rein. Und ihr seht, Zauberei, die Gelatine ist weg. Schön verrühren, dass auch wirklich nichts übrig ist. Jetzt reiben wir uns gerade noch ein bisschen Zitronenschale hier hinein. Einfach so von der halben Zitrone ungefähr. Den Rest könnt ihr natürlich trocknen. Ich reibe immer so ein bisschen die Mitte ab. Darauf achten, dass man nicht ans Weiße kommt, dann schmeckt es bitter. Und die restliche Zitrone reibe ich mir dann auch noch ab und trockne den Rest auf einem Teller. Einfach einen Tag in der Küche stehen lassen und das Ganze ist getrocknet und kann in ein Gläschen mit Schraubdeckel zum Beispiel umgefüllt werden. Die reibe ich mir jetzt noch ab und dann presse ich die Hälfte der Zitrone aus und das kommt dann noch hier dazu. Zitrone einfach dazu rühren. Das Ganze jetzt etwas abkühlen lassen, deswegen fülle ich mir das einfach jetzt mal schon mal um, damit es einfach schneller geht. Und jetzt haben wir ja noch unseren leckeren Joghurt. Ich habe hier griechischen Joghurt und den gebe ich mir jetzt nach und unterrühren hier rein, damit da nichts klumpt. Das ist im Grunde nichts anderes als unser Angleichen, außer dass unsere Flüssigkeit hier mehr ist. Einfach was dazugeben und schön schnell verrühren, sodass einfach die Temperaturen angeglichen sind. Ihr könnt den Joghurt auch schon vor der Zubereitung etwas rausstellen, damit er nicht ganz so kalt ist. Und dann, wenn das schön angeglichen ist und die Flüssigkeit kühler wird, kann man auch ein bisschen mehr dazugeben und muss nicht mehr so schnell rühren. Und dann einfach gerade unterheben. Also wichtig ist am Anfang nur, dass der Temperaturangleich erfolgt, dass halt nicht der eiskalte Joghurt in die warme Götterspeise gerührt wird. Dann wird es klumpen. Also ihr müsst einfach gucken, dass es so peu à peu nach und nach sich das Ganze so ein bisschen angleicht. Und ihr seht, es gibt schon eine super schöne gelbe Farbe. Total lecker zitronig. Jetzt ist unsere Götterspeise Joghurt Creme fertig. Es fehlt nur noch die Sahne
Und während wir die Sahne steif schlagen, können wir uns das zum Angelieren in den Kühlschrank stellen. Ich nehme 500 Milliliter Sahne. Nicht erschrecken, das ist eine Bio-Sahne, da ist oft oben so ein bisschen Fett, eine Fettablagerung, das ist ganz normal. Gerade anschlagen, damit es nicht so spritzt und dann erst hochschalten. So, die Sahne ist steif und wir können sie uns unter unsere Joghurt-Zitronencreme rühren. Die Creme ist bei mir schon ein bisschen angeliert, war kurz im Kühlschrank, so ungefähr eine Viertelstunde. Jetzt können wir uns hier die Sahne dazugeben und gerade unterheben. Ich hoffe, es passt alles rein. So, und das Ganze jetzt vorsichtig einfach unterheben. Ja, meine Schüssel hätte etwas größer sein können, merke ich gerade. Und ihr seht, was für eine wunderschöne Farbe das Ganze bekommt. So ein richtig schönes Zitronengelb, so pastellig, Pastellgelb. Sehr, sehr schön. Ich habe übrigens noch die restliche Zitronenschale auch noch darunter gerührt, weil ich mir dachte, das ist so viel Creme. Da kann noch ein bisschen. Also nehmt einfach so viel ihr wollt. So. Und wenn alles schön miteinander verrührt ist und sich eine schöne Creme ergeben hat, dann können wir die Torte auch schon füllen. So, und jetzt gebe ich meinen Biskuit auf meine Tortenpappe und stelle einfach einen Ring darum. Der Biskuit hat ja 26 cm Durchmesser. Und ich nehme jetzt doch alle 3 Böden. Ich glaube, das wird noch hübscher. Ja, drum stellen und schön festziehen. Nicht zu fest, wie immer, damit die anderen Böden auch noch reinpassen. So ein Biskuit lässt sich nämlich leicht auch drücken. Ihr könnt diesen Boden jetzt auch noch tränken mit zum Beispiel Limoncello oder einem anderen Likör oder ja, Sirup eurer Wahl. Es kann auch einfach ein nicht alkoholischer Zitronensirup sein. Ich gebe jetzt einfach nur die Hälfte meiner Creme hier drauf und verteile die andere Hälfte auf die beiden anderen Böden. Ungefähr so viel. Das Ganze so ein bisschen glatt streichen oder rütteln, je nachdem wie eure Creme geworden ist. Ich streiche sie noch ein bisschen glatt. Jetzt lege ich mir den Zwischenboden auf. Muss man jetzt so ganz vorsichtig machen, dass er nicht schon einsackt. So. Ganz sanft andrücken. Ganz, ganz sanft, denn sonst drückt es die Creme hoch. Den zweiten Teil der Creme auf diesen geben. Bisschen was. Nur ein Hauch, dass wir nochmal so eine Zwischenschicht Creme haben. Das Ganze nochmal vorsichtig glatt streichen. Jetzt kommt noch der letzte Boden oben auf. Jetzt hoffe ich, dass ich noch Platz habe für eine kleine Schicht Creme oben. Es ist jetzt schon echt ziemlich weit oben alles. Ja, das passt aber noch. Es soll ja auch nur eine dünne Schicht noch sein oben. Einfach damit wir hier einen weißen Boden haben oben, den weißen Abschluss. Das muss nicht viel sein, das darf ruhig noch ein ganz kleiner Millimeter Platz sein. Der Tortenring hat dann nämlich noch Platz für die oberste Schicht, die Götterspeisenschicht, die am Schluss noch oben drauf kommt. Sonst, wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr nachher den Ring auch, wenn die Torte fest ist, so ein bisschen nach oben verschieben. So, die Torte ist nun schön gefüllt und natürlich muss sie jetzt erstmal anziehen. Das heißt, wir stellen sie uns jetzt erstmal mindestens 4 Stunden, besser aber natürlich wie immer über Nacht
abgedeckt in den Kühlschrank. Wenn ihr schnell arbeiten müsst oder wollt, dann könnt ihr die Torte jetzt auch abgedeckt in den Tiefkühler stellen. Dann dauert das Ganze nur so 1 bis 2 Stunden, je nach Außentemperatur, je nach Verarbeitungstemperatur. Aber wie gesagt, für mich ist es immer einfacher und ich finde es auch sicherer, es über Nacht zu machen. Und am nächsten Tag, wenn wir uns dann jetzt hier oben noch die finale Götterspeiseschicht aufgeben und die Torte außenrum dekorieren. Ja, und das geht sowieso immer besser, wenn man frisch ist. Die Torte war bei mir über Nacht wie immer im Kühlschrank und ist schön fest geworden. Und wir machen uns jetzt an die Zubereitung des Götterspeise-Spiegels. Das zweite Päckchen Götterspeise, Zitronen-Götterspeise, kommt einfach wieder in den Topf. Dann gebe ich noch etwas Zucker dazu. Das muss nicht so viel sein, wie auf der Packung steht. Einfach, ja, ich gebe jetzt mal so 2 Esslöffel dazu, sonst wird das viel zu süß. Oder sagen wir mal 3. So, und dann wird das Ganze aufgegossen mit 350 Milliliter Wasser. Also nicht die 500 nehmen, die auf der Packung stehen, sondern 350. Und natürlich, wie immer, schön verrühren. Das Ganze nur so lange unter Rühren erhitzen, bis sich alles gelöst hat. Und am besten mit dem Kochlöffel, damit einfach keine Luftbläschen entstehen. Man möchte ja einen klaren Spiegel haben. Und da ist das mit dem Kochlöffel besser. So, und ich sehe, das wird klar. Das heißt, das Ganze ist fertig und kann jetzt etwas abkühlen. Bevor jetzt das Ganze abgekühlt ist, kann ich auch noch mal zeigen, den Rest der Creme habe ich mir in Dessertschälchen gefüllt und die sind total fest geworden, also alles kein Problem. Und hier gebe ich jetzt auch schon mal den Spiegel drauf, einfach nur so ein paar Löffelchen. Dann sehe ich auch schon mal, wie sich das Ganze miteinander verhält. Und das ist perfekt, da schmilzt nichts. Das reicht ja auf jeden Fall für meine Dessertschälchen und die Torte. Ich will ja nur einen Hauch Götterspeise auf der Torte, nicht zu viel. Ja, und da ich sehe, dass sich nichts auflöst, dann weiß ich auch, super, ich kann es auf die Torte geben. So sieht meine Torte aus. Man sieht es wahrscheinlich in der Kamera nicht so gut. Hier ist noch ein ganz bisschen Platz, so etwa 1 bis 2 Millimeter. Ich lasse jetzt die Götterspeise über den Löffel vorsichtig auf die Torte fließen. Und da passt wirklich noch viel drauf. Ich bin ganz erstaunt. Ich werde die Torte bei mir jetzt vorsichtig in den Tiefkühler stellen. Dann geht es einfach schneller. Ansonsten braucht ihr vielleicht noch eine Stunde ungefähr. Und dann guckt ihr mal vorsichtig, ist das Ganze abgekühlt. Und dann könnt ihr sie rausnehmen. Aber wirklich warten, bis der Spiegel fest ist. Das ist jetzt einfach noch mal eine Wartezeit. So, die Torte war bei mir jetzt eine halbe Stunde im Tiefkühler. Und ihr seht, die Götterspeise ist nahezu fest geworden. Hier in der Mitte habe ich eben probiert, ist sie noch nicht ganz fest. Aber ich werde die Torte jetzt trotzdem schon mal wagen, aus dem Ring zu schneiden, weil mir einfach beim Drehen die Zeit davon läuft. Ihr lasst euch bitte dafür mehr Zeit. Und ich denke, die beste Variante ist wirklich die oberste Schicht Sahnecreme ganz, ganz dünn nur aufzutragen und zu kühlen und dann die abgekühlte Götterspeise drauf zu geben. Und das Ganze dann eben komplett über Nacht stehen zu haben. So vermeidet man auch die zweite Kühlzeit und man hat Zeit gespart. Jetzt machen wir uns die Torte wie immer auf. So, ich werde die Torte außenrum einstreichen. Ihr könnt sie natürlich auch so naked lassen. Das sieht auch schön aus. Aber ich möchte hier noch ein bisschen Rand drum haben, ein bisschen Sahne drum haben. Ich habe mir die geschlagen und mit Sahne steif versetzt und ein bisschen gezuckert. Ihr könnt auch Vanillinzucker oder Vanillezucker verwenden. Ganz nach Belieben. Einmal ringsrum einstreichen. Und den Rest der Sahne habe ich mir in einen Spritzbeutel gefüllt mit Sterntülle und da mache ich dann am Ende noch die Rosetten auf die Torte. Wichtig bei solchen Temperaturen jetzt, bei uns werden es 37 Grad, ist natürlich, dass ihr möglichst in der kühlen Küche arbeitet.
möglichst schnell draußen arbeitet und sie dann auch nochmal schön kühlt, bevor er sie serviert. Aber die Torte hat einen guten Stand, also das ist kein Problem. Nur sie sollte halt nach dem Anschneiden dann schon auch wieder in die Kühlung gestellt werden, auf jeden Fall. Wenn die Torte einmal so schön eingestrichen ist, können wir sie einmal noch abziehen mit der Karte und gucken, ob noch irgendwo Löcher sind. Und wer mag, kann da natürlich auch noch ein Muster eindrücken. So, und ich werde bei mir jetzt noch einen Rand mit einer Zackenkarte einfahren. Gut. Und weil hier oben der Rand jetzt nicht perfekt ist, werde ich einen Schneckenrand hier oben spritzen. So, fehlen noch die Rosetten, auf die ich jetzt dann meine Zitronenscheiben legen kann und auch das Grün oder die Pistazien, was auch immer ihr wollt. Ich fange mal bei 12 Uhr an. Genau, finale Dekoration. Los geht's. Ich werde jetzt die Torte mit Minze dekorieren. Ihr könnt aber auch genauso gut Melisse nehmen oder auch Pistazien, das ist ganz egal. Die stecke ich jetzt einfach hier so rein, nach außen schauend. Die Minzeblättchen, sodass das Ganze so ein bisschen belebter ist. Die müssen auch nicht alle gleich groß sein. Das Ganze darf ruhig etwas Leben kriegen. Aber wenn ihr gleich große habt, ist es natürlich von Vorteil. Noch ein paar größere Blätter. So sieht das Ganze ja schon super erfrischend aus. Und jetzt kommen noch die Zitronenviertelchen oben drauf. Und ich lehne sie gerade einfach nur so hier an, dass man das Sahnehäubchen auch noch schön sieht. So, unser Zitronen-Joghurt-Götterspeisetörtchen ist fertig. Wer mag, darf gerne in die Mitte noch etwas schreiben. Vielleicht einen Gruß an das Geburtstagskind oder eine Kerze hineinstellen oder was auch immer euch einfällt. Mir bleibt jetzt nur, die Torte für euch zu probieren. So, dann werde ich das Törtchen mal anschneiden für euch. Ich bin sehr gespannt. Es duftet total lecker nach Zitrone. Sehr schön. Und da ist unser fantastisches Törtchen. Also wirklich ein Traum von einer Zitronentorte. Super, super toll sieht sie aus, finde ich. So, dann will ich das Törtchen mal für euch probieren. Die Sahne fließt schon weg, sehr, sehr heiß ist es heute in Hoffenheim bei uns. Oh. Ein Zitronentraum, Wahnsinn. Super, super frisch, super lecker zitronig. Super genial. Mit vollem Mund gesprochen. Ich liebe Zitrone. Diese Torte ist ab jetzt meine Lieblingstorte. Ihr wisst ja, ich habe viele Lieblingstorten. Super leckerer Biskuit mit der Zitronenschale drin. Das solltet ihr unbedingt mit reinnehmen, damit er noch zitroniger schmeckt. Die Creme ist ein Traum. Super lecker. Und auch obendrauf die Götterspeise ist schon wirklich toll.
ist nochmal der Kick obendrauf. Eine super Sommertorte müsst ihr ausprobieren, unbedingt. Das war die wunderschöne Zitronen-Joghurt-Götterspeisetorte. Ein raffiniertes Törtchen, speziell geeignet für die sommerliche Kaffeetafel. Schickt mir gerne eure Fotos, wenn ihr die Torte nachgebacken habt. Vergesst auch bitte nicht, mir einen Daumen nach oben zu hinterlassen, wenn euch das Rezept auch so gut gefällt wie uns. Und vergesst auch bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Zwischendurch gibt es Vlogs von unseren Reisen. Die nächsten Reisevlogs nach Luxemburg stehen schon in den Startlöchern. Wir sehen uns hier für die nächste Torte am nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut und tschüss!